Hallo, und da sind wir wieder bei Folge 4 heute von unserem Wir bauen ein Subscriber Deck. Wie ihr seht, geht es heute um Konrad, Robo und Camilla. Ein wirklich, wirklich super gutes Deck und auch vielseitig einsetzbar. Ich werde euch jetzt im Folgenden zeigen, erstmal einen kurzen Testfight, wogegen ihr das benutzen könnt und wie es gespielt wird, etc. Dann zeige ich euch, wie es gerunt wird, und dann schauen wir am Ende noch mal kurz, ob wir auch tuned sind mit dem, was wir dann gerunt haben, und das war's dann auch schon. Es ist super vielseitig einsetzbar und es ist auch abwandelbar und vor allen Dingen auch in der jetzigen Meta sehr, sehr gut benutzbar. Also, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen wird. Und jetzt sind wir in dem Testfeld. Also man kann das gegen die meisten Lamiella-Devs sehr, sehr gut benutzen. Wir machen jetzt hier den Robo S2. Wir nehmen die Lamiella raus, weil die beiden, die könnten wir zur Not solo mit der Kami machen. Wir nehmen die Lamiella raus. Hier, wir haben jetzt Robo S2, Konrad S3 und jetzt gehen wir einfach mit dem S1 hier drauf. So. Oh, wir haben ihn sogar direkt gefreezed. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich persönlich sagen, wir gehen als nächstes auf ihn. Umso schneller haben wir die Units raus. So. Weil dadurch, dass der Konrad leider nicht so extrem tanky ist, wird der natürlich schneller fallen. Und das ist für uns dann ein bisschen blöder, aber es wird auch ohne gehen. Also deswegen haben wir die Kami immer auf Despair. Also, ne, man kann sie auch auf Nemesis spielen, das werden wir später dann beim Runen sehen. Ähm, Wir machen es noch nicht. Ich meine, nächste Runde haben wir das erst frei. Das mit dem Heal-Block ist super. Wir hätten es jetzt schon frei gehabt, aber ist auch nicht schlimm. So kriegen wir den Byung schneller raus. Er hat gerade seinen Skill gemacht. Das heißt, wir können, auch wenn er jetzt geprockt hätte, ich glaube, er hätte dann noch nicht frei gehabt. Und so funktioniert das dann. So könnt ihr das spielen gegen die meisten Lamiella-Devs. Okay, dann fangen wir jetzt an zu runen. Also auf einem Account, wo ich nicht weiß, wie die Runen verteilt sind, mache ich das dann einfach so, damit wir erstmal überhaupt gucken können, wie hoch wir mit dem Speed gehen können. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir eigentlich ein HP da unten haben, damit er nicht ja, sofort umfällt. So, das ist das Problem an der ganzen Sache. Wir packen das Moment, wir packen das dann direkt mal rein, damit wir sehen, womit wir arbeiten könnten. So, wir haben 221 Speed. Aber ich schaue mal, wie viel wir bekommen würden, wenn wir hier gar nichts drinne hätten. Moment. Wir schauen jetzt mal, was wir bekommen würden, wenn wir hier einfach leer haben. Okay, dann hätten wir 5 Speed mehr, dann sind wir bei 26, aber hätten nichts mehr an HP, wirklich nichts. Und eine Crit-Damage-Rune, die da unten leider keinen Sinn macht. Also, dann würde ich doch sagen, nehmen wir lieber so, sind ein Speed schneller. Ja, das, ist natürlich leider immer noch die Crit, Damage-Rune da unten. Das scheint wohl die schnellste zu sein. Gut, dann nehmen wir das. Das ist in Ordnung, damit können wir leben. Jetzt müssen wir alles daran anknüpfen und wir gehen in unser wunderschönes Tool hier rein und packen einmal dann die 222 auf den Robo. Wichtig ist jetzt, dadurch, dass der Konrad ja leider auch im ersten Slot steht, können wir ihm nicht das exakt selbe Speed geben. Das geht nicht, weil dann outspeedet er natürlich, leider. Wenn er jetzt, ein Slot daneben stehen würde, dann könnten wir mit dem exakt selben Speed gehen, weil es geht halt immer davon aus, das erste Unit, was steht, ist dann auch als erstes dran. Deswegen, wir müssen ihm hier ein Speed weniger geben und dadurch, dass wir das ja tunen wollen, packen wir das hier drauf. So, das ist unser Gegner Konrad, das ist unser normaler Konrad. Und, ja, so. Wir wollen das ja so alles tunen jetzt. Jetzt müssen wir natürlich schauen, hier steht alles und so weiter und so weiter.
Konrad, boostet mit seinem S3 20. Jetzt kriegt er aber pro, Skill Up kriegt er noch mal 5% drauf. Mir wurde erklärt, da geht noch mal Grüße gehen raus an Mori. Vielen, vielen Dank für die Erklärung, dass die 5% nicht einfach on top gerechnet werden und wir am Ende 35 haben, sondern dass das 5% von 20 sind pro Skill Up. Also 1, noch was, 1,05 beim ersten, 1,10 irgendwie beim zweiten und 1,15 beim dritten. Wir machen's halt einfach anders, beziehungsweise nicht anders, sondern einfacher. Das wäre dann im 7er. Moment, sind wir im 5er. Er wäre dann hier in dem nächsten Turn dran und hier kriegen wir dann den Boost. So, genau. Wir wollen das für den 7er. Das heißt, wir geben 23. Das ist jetzt, weil es sind normalerweise Kommazahlen. Wir geben jetzt 23, damit sind wir auf der sicheren Seite. Das ist der Boost von dem Konrad auf alle Units, sein S3. So, und das müssen wir jetzt mit der Kami tunen, damit wir hier vor dem Gegner Konrad dran sind. Ich gebe einfach mal 160 ein und jetzt können wir schauen, wie wir ja gut, das ist nicht sehr viel, können wir hier an den Stellschrauben ein bisschen drehen und jetzt 174 Speed brauchen wir, damit die Kami exakt getuned ist und exakt nach dem Konrad dran ist. Also, wissen wir jetzt ganz genau, was wir brauchen. Das heißt, wir können wieder zurück ins, Spiel schalten und runen uns jetzt einmal den Konrad. Da brauchen wir auch kein zweites Set angeben. Das ist immer, ja, kann man sich natürlich aussuchen, was man möchte, aber dann verliert man meistens an Speed. Und wir hatten auf ihm nämlich 221 Tempo und genau die brauchen wir nämlich auch. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir dann rausholen können. Ob wir da was mit HP bekommen und so weiter. Es wäre nämlich schon ganz gut, weil dann ist er ähm, nicht direkt Fallobst. Wir tun das mal, okay, wir tun das mal, okay. Und wir müssen natürlich auch immer, das vergesse ich meistens, wir müssen den Robo sperren. Das ist das Problem. Wir müssen den Robo sperren, damit er den nicht nimmt. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir Schönes denn bekommen, damit wir genau mit demselben Speed sind. Wir brauchen absolut dasselbe Speed. Ui, das ist leider ein bisschen wenig HP. Ich hoffe, der hat noch keine, also ich hoffe wirklich, dass der noch keine Artis drauf hat. Ähm, ansonsten müssten wir so bleiben. Wir gucken mal. Oh, der hat schon Artis drauf. Ei, das ist natürlich extrem wenig. Also wirklich extrem wenig. Da kann man dann natürlich mal schauen, na ja, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Den kriegen wir so nicht richtig hin dann. Ne, da drauf nicht. Und dann können wir hier noch mal gucken. Es wäre dann natürlich auch blöd, wenn wir weiter runtergehen. Hm, ne, das ist nicht so, das ist nicht so gut. Wir könnten natürlich hier schauen, ob wir bei ihm, auf 220 runtergehen, damit vielleicht eventuell, ja, ein paar schöne, HP-Runen freigelegt sind. Wir werden uns das jetzt mal angucken, damit auch er ein bisschen mehr hat. Wir schauen jetzt mal hier. Wir sind jetzt auf 2 Speed runtergegangen. Dann brauchen wir natürlich, ist klar, bei dem, Konrad jetzt auch, müssen wir anpassen, aber das kriegen wir dann hin. So. Wir sind jetzt hier auf 220. Das ist jetzt, die HP sind vollkommen in Ordnung. Es hätte für mich auch eine Crit-Rate-Rune da unten sein können. Das ist an sich eigentlich auch kein Problem. Deswegen, ich sage ja, ich gucke gerade, was so das Schnellste ist, aber, leider nicht. Aber vielleicht können wir jetzt dadurch hier, dass wir hier bei ihm ein bisschen,
runtergehen konnten, vielleicht kriegen wir dann noch eine HP-Rune dazu. So, wir werden jetzt einfach mal schauen, weil also, ich muss ehrlich sagen, man kann ja mit ab und zu Abstriche machen, das ist okay, aber das ist nicht in Ordnung, wenn er dann halt sofort, tot ist. Deswegen, das dürfte eigentlich schon besser sein. Was haben wir denn da unten? Ach ja, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass er diese Rune nimmt. Also, der ist unten 'ne HP-Rune, die würde ich ganz gerne, dass er die nimmt, aber das möchte er nicht ganz. Aber gut, wir könnten natürlich könnten wir so bleiben und mit ein paar Grinds kann man da noch ein bisschen was rausholen. Also, das ist definitiv besser als das davor. Also, wirklich definitiv. Und ich glaube, da muss auch noch ein Relikt drauf. Damit könnten wir arbeiten. Wenn ihr das baut, schaut am besten wirklich, dass ihr, ein bisschen tankier seid. Natürlich kann man viel in den Artefakten arbeiten, dann noch mit Relikten und so weiter. Aber ja, wir müssen jetzt dann so das hinnehmen. Hier ist HP, hier unten ist jetzt die Attack-Rune, die finde ich jetzt irgendwie gar nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn wir das machen, dann würden wir 4 HP verlieren, 4 Speed verlieren und das ist dann auch nicht mehr so gut, wenn ich ehrlich bin. Und wenn wir die nehmen, dann sind wir zu schnell, leider. Also, die ist gut, aber die macht leider so keinen Sinn. Also, wisst ihr Bescheid, es ist getuned und im besten Fall macht die Kami sowieso meistens die Sache alleine. Also, da ist wichtig, dass die Kami definitiv überlebt und, die müssen wir nämlich jetzt apropos Kami, die müssen wir auch noch mal nachtunen, nachdem wir hier hm, können wir die nämlich ein bisschen langsamer machen, nachdem wir das Speed weggenommen haben. Okay, wir können die auf 172 Speed machen. Das ist super. Zeige ich euch jetzt wieder. Das heißt, wir packen sie hier die Kami möchte ich also die muss immer auf Vio sein. Jetzt könnt ihr natürlich selber überlegen. Ihr könnt die auf Nemesis machen, ihr könnt die aber auch auf Destroy machen. Es kommt drauf an, gegen was ihr kämpft. Ich persönlich bevorzuge, Nem. Aber Destroy ist halt ja gut, das meiste ist, wogegen man das benutzt, heißt ja meistens gegen die ganzen Byung-Chuls. Also, ja, ich würde dann ja gut, da nehmen wir dann doch lieber Destroy, weil die Heals und alles und wenn wir dann bedenken, dass die beiden eventuell oder er zumindestens nicht mehr so lange, da sein werden, gehen wir doch lieber auf Destroy, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir sind jetzt bei 172 Speed. Mehr brauchen wir auch nicht, damit wir tuned sind mit dem Hochpushen. Ähm, meine ist zum Beispiel auf 100 Crit Rate. Das, würde ich auch empfehlen. Definitiv würde ich das empfehlen, weil sie soll ja auch ein bisschen Schaden machen, ne? Sie soll ja nicht nur streicheln, sondern wir wollen ja auch fertig werden. Also, schauen wir einfach mal, was uns da so Schönes gegeben wird und, so. Das ist doch mal wir nehmen das mal für den Anfang und dann schauen wir einfach noch einmal kurz durch. Aber ich denke, ähm gut, vielleicht nehmen wir das, weil da sind auch noch mal ACC mit drinne. Wir nehmen das hier am besten, dann haben wir noch ein bisschen ACC dabei. Oh, hier ist natürlich auch noch mal ganz nett und noch mal Def. Wir nehmen dieses hier. Ui, das ist doch ein Schmuckstück. So. Damit sind wir jetzt auch fertig. Das ist super. Das passt mega gut. Das rechte Arti schauen wir mal eben durch. Immer S3-Erholung mache ich bei meiner auch. Und ich habe dann noch natürlich S2 Crit-Schaden und so weiter. Das habe ich alles noch draufgepackt. Das muss dann der Besitzer selber noch mal drüber schauen. Was hat sie jetzt drauf? Sie hat jetzt HP drauf. Schauen wir mal, hier haben wir sogar noch ein bisschen höhere Erholung. Dann würde ich sagen, nehmen wir das, obwohl Moment mal, das ist jetzt, ja,
Ich würde wirklich sagen, wir nehmen das hier und das kann dann geändert werden. Also, der Besitzer kann auch überlegen, ob er das hier nimmt. Das ist, ja, das kann er dann selber entscheiden. Wir packen ihm jetzt das drauf für die HP. Und das linke ARTI ist situativ bedingt. Da machen wir jetzt einfach mal eins drauf für den Test gleich und packen da einfach mal ein Minus Wind drauf. Das ist jetzt lediglich für den Test und, da kann man natürlich aber auch dann Minus draufpacken und noch Crit Damage, umso höher und so weiter. Also, alles Mögliche kann man da mit reinpacken. Hier haben wir, ja, hier machen wir Linkes dann auch, am besten so. Und wir machen ein, S1 ACC, weil er mit dem S1 ja auch 'n Death Break machen kann. Dann packen wir jetzt erst mal, also, wie gesagt, die Artis, die werden hinterher noch geändert. Das ist jetzt einfach nur, damit wir gleich unseren Test machen können und fertig. So, dann sind wir, soweit es geht, fertig mit der Off. Ich bin zufrieden, wie wir das gerunt haben. Ich habe euch ja dazu gesagt, was wichtig ist, wie ihr das tunt und so weiter. Jetzt schauen wir noch einmal, ob das gut funktioniert, ob genau diese Off, exakt aneinander getunt ist, so wie wir das haben wollten. Und dann sind wir auch schon fertig damit. Bevor wir das jetzt machen, bevor wir jetzt testen, würde ich euch bitten, ein, Like und ein Abo dazulassen. Für euch kostet das absolut gar nichts. Für mich ist das ein Riesensupport. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dieser, Subscriber hat jetzt sich dieses Deck gekauft sozusagen. Ihr könnt mal bei meinem Membership nachgucken, in meinem YouTube. Da biete ich verschiedene Modelle an, die sind auch sofort monatlich wieder kündbar. Also, ihr müsst ihn nicht über mehrere Monate haben, weil mir gesagt wurde, dann wird es ja jeden Monat abgebucht. Nein, ihr könnt es einmalig holen und könnt es dann sofort wieder kündigen. Dort steht auch alles dann beschrieben, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt und so weiter. Da ist von 3 Decks bis zu 10 Decks bis zu Account Review. Ihr könnt einfach mal drüber schauen. Das ist, denke ich, für jeden was dabei. Wenn ihr möchtet, dass ich Decks für euch rune, dann schaut dort einfach rein und dann gucken wir jetzt in den, Fight, wie dieses Team funktioniert, ob es getuned ist und ob es funktioniert. Wir sind fertig gerunt. Wir machen den Robo S2. Wir machen dann den Konrad S3 auf die Lamiella. Die möchte ich einfach raushaben und dann nur mit Kami S1. Und dann spielen wir das einfach aus. Mehr ist das nicht. Also, ich sage ja, ihr könnt es gegen die meisten, Byung Lamiella Devs einsetzen. Was ich natürlich wirklich euch raten würde, probiert den Konrad ein bisschen tankier zu machen, habe ich ja auch schon gesagt. Das wäre natürlich wirklich viel, viel besser, wenn ihr den ein bisschen besser hinbekommt. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn er stirbt, weil die Kami, die würde das ab jetzt sowieso solo machen, aber es ist natürlich blöd dann, ne? Also, dann müsst ihr halt nur noch länger in dem Fight sitzen und, ja. Ihr müsstet dann einfach ein bisschen länger spielen, aber mehr ist das auch nicht. Wir schauen jetzt einmal ganz kurz, er hätte das sogar schon fertig. Das heißt, wir können definitiv jetzt den machen. Wir machen ihn leer. Die Kami wird gepusht und fertig. So. Mehr ist das nicht. Wir sind fertig mit dem Team. Das Team ist geruht. Ich habe euch gezeigt, wogegen ihr das benutzen könnt. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Die Deckserie wird immer weitergeführt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen über Kommentare von euch, über Likes, Abos und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye!